Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft & Nature. Heute möchte ich euch meinen neuen Scout-Rucksack vorstellen, den ich mir zusammengestellt habe. Da ist so die Erfahrung von 5 Jahren Scout-Touren eingeflossen, also eigentlich nach meinen Bedürfnissen. Ja, das ist das gute Stück hier. Der basiert auf dem Meddingtop 28 Liter Rucksack. Warum ist ganz einfach. Ich bin kein Freund von Trinkblasen. Und ich habe immer einen Rucksack gesucht, wo man hier den Flaschenhalter für die Feldflasche vernünftig ranbekommen kann. Und bei den meisten kleinen Rucksäcken hat es einfach nur so einen normalen Hüftgurt, so ein Bändchen. Und der hier hat richtige Flügel mit Molle. Und da könnt ihr richtig schön die Trinkflasche befestigen. Und auf der anderen Seite habe ich mir hier nochmal einen Organizer rangemacht für Handy und was man sonst so auf der Scout-Tour mit hat. Ja, und der weitere Vorteil von diesem Rucksack, weshalb er mir so gut gefallen hat, er hat hier gleich 2 Taschen unten mit dran und die haben genau die passende Größe, dass hier einmal mein Nomad Cape reinpasst und hier einmal mein Kochsystem. So habe ich auf alles schnell Zugriff. Des Weiteren hat der Rucksack auch insgesamt hier, wie ihr seht, 3 Fächer, wo man sich natürlich wunderbar drin organisieren kann. Was mir auch noch sehr wichtig war, sind diese beiden Mollestreifen hier auf den Schultergurten, die quer angenäht sind, um hier meinen kleinen Suunto-Kompass und hier einen Karabiner für mein GPS anzubringen. Bei meiner Zusammenstellung ist dann dieser 4 Kilogramm leichte, aber robuste Scout-Rucksack herausgekommen. 4 Kilogramm sind gemessen ohne Wasser, Lebensmittel und Brennstoff. Also wie ihr seht, die Basis meines Scout-Rucksacks beruht auf dem Meddingtop 28 Liter Rucksack. Warum, habe ich euch jetzt erklärt, wieso die Wahl darauf gefallen ist. Wieso nicht Wiesport oder Savotta, das sind natürlich hochwertige Rucksäcke. Aber eben, ich habe diese Futures nicht. Die habe ich eigentlich wirklich nur bei diesem Rucksack gefunden. Ja, wie geht es jetzt weiter? Die weiteren Funktionen, die erreiche ich mit dem Nomad Cape von Trailhoppers. Das ist sehr multifunktional und dadurch kann ich nochmal einen Haufen Gewicht einsparen und habe eigentlich alle Funktionen mit, die ich eigentlich so brauche. Des Weiteren beinhaltet der Rucksack auch noch ein leichtes kleines Kletterset zum Abseilen, da ich mit meinen Touren oft im Mittelgebirge unterwegs bin und mir ist es schon öfter passiert, dass ich mal oben war auf dem Wanderweg und gesehen habe, hey, da unten ist ein anderer, du könntest jetzt abkürzen, du könntest da runter, aber ein normales Kletterseil ist natürlich einfach viel zu groß und voluminös und zu schwer und daher habe ich mir ein Leichtkletterset gebastelt. Das ist auch hier mit in dem Rucksack, in dem Gewicht mit drin, aber zu den Details komme ich dann später, weil ich zeige ja jede Funktion einzeln nochmal in so einem kleinen Video. Natürlich beinhaltet der Scout-Rucksack auch die wichtigsten Funktionen, kleines Verbandskit, eine Bodenplane, Licht, was zum Kochen und natürlich auch was für die Notdurft im Walde. Alle Funktionen stelle ich später nochmal detailliert vor, keine Panik, der kann noch mehr. Ja, ich habe mich entschlossen, dieses Video in 2 Teile zu teilen, weil es sonst einfach zu lang wird. Erstmal hier diese Vorstellung von dem Rucksack, dann werde ich euch jetzt gleich einzelne Anwendungsbereiche zeigen in so einem kleinen Videoschnipseln. Dann schließt Teil 1 und der Teil 2 geht dann wirklich ins Detail. Den filme ich dann von der Werkstatt, weil da kann ich euch das einfach besser zeigen. Da kann ich die Kamera besser stellen, da habe ich besseres Licht. Ja gut, okay, dann würde ich sagen, los geht's jetzt mal zu der praktischen Anwendung. Ihr seid auf einer Scout-Tour, es zieht Regen auf. Die erste Funktion ist natürlich Regenschutz für euch und eure Ausrüstung.
Ihr seid einen halben Tag gelaufen im bergigen, steilen Gelände. Eure Füße tun weh. Ihr bräuchtet mal Erholung. Da kommt die Funktion 2, eine Hängematte. Ihr könnt euch richtig schön entspannen. Ihr könnt eine Hängematte aufspannen und richtig erholen, dass ihr danach wieder richtig fit seid. So Leute, genug rumgelaufen. Jetzt will ich mal eine kleine gemütliche Pause machen. Ich möchte mich mal erholen. Das war auch ein Anspruch an meinen Scout-Rucksack. Und ich möchte mir jetzt gerne eine Hängematte spannen. Dazu benutze ich natürlich auch das Nomad Cape. Tja, aber eins der Probleme von dem Nomad Cape, seht ihr hier, die Baumgurte sind viel zu kurz. Ich könnte hier die Hängematte gar nicht mehr aufhängen. Deswegen habe ich mir hier aus Dyneema-Seil einfach eine Verlängerung gemacht. Die ist 2 Meter. Das heißt, wenn ich das jetzt einhänge hier, habe ich es doppelt. Dann habe ich eine Verlängerung von 1 Meter. Und mache ich es auf, habe ich pro Seite sogar 2 Meter, die ich dazwischen hängen kann. Ich versuche das jetzt erstmal doppelt mit 1 Meter. Mal schauen, ob das reicht. Hänge das hier einfach ein. Und an das Ende käme dann wieder die Hängematte. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal.
Ja, das reicht. Jetzt zeige ich euch die Baumgurtverlängerung nochmal von Namen im Detail. Also das hier ist das originale Gurtband, was zum Nomad Cape mitgeliefert wird. Hier ist der Original Karabiner. Ja, und hier sehen wir schon unsere Verlängerung. Das ist ein Dyneema-Seil, 4 mm. Ich habe das jetzt hier doppelt geführt. Das gesamte Seil hat eine Länge von 2 Metern. Das heißt, im doppelten geführten Zustand habe ich jetzt eine Verlängerung von 1 Meter. Bräuchte ich eine größere Länge, könnte ich das hier einfach aushaken und das Seil einzeln nehmen. Dann hätte ich eine Verlängerung auf jeder Seite von 2 Metern. Ja, das Ganze ist so einfach und simpel möglich, weil die eigentliche Höhenverstellung nämlich beim Nomad Cape hier am Gurtband erfolgt, das an der Hängematte befestigt ist. Seht ihr das? Ich könnte jetzt hier einhängen, da einhängen, da einhängen. Reicht das nicht, ist es zu kurz, mache ich wieder eine längere, löse ich es hier aus, komme ich mit dem Karabiner weiter hinten, fange ich hier an und kann hier wieder verlängern. Ja, durch die Hängemattenfunktion von dem Nomad Cape könnt ihr natürlich dann auf eurer Scout-Tour eine richtig schön erholsame Rast machen und euch mal richtig entspannen, mal die Füße hochlegen. Also ich liebe es. Mal einen Schluck trinken. Ja, und jetzt will ich euch noch was zu dem Nomad Cape als Hängematte sagen. Das ist mir nämlich so aufgefallen. Da hat es ja normalerweise in dem Pack die Gurte mit drin. Und das ist einfach lästig, wenn ihr das als Poncho benutzt. Und das dann immer wieder in diesen Packsack zu stecken, das fällt euch runter. Ich habe es dann separat gemacht, weil ich ja die Hängemattenverlängerung noch mit dazu gebaut habe. Und dann habe ich das hier einfach, das ist so ein Schreibetui, das hatte ich mal irgendwo gesehen, habe ich das hier reingemacht. Da habe ich 2 Kammern. Da habe ich dann einmal hier die Baumgurte vom Nomad Cape und einmal hier die Verlängerung drin. Und dann habe ich hier so ein richtig schönes Set. Und eben als Poncho oder als Schrägdach brauche ich es ja so überhaupt nicht. Da habe ich dann das andere Päckchen und so ist das schön getrennt. Und ihr habt das Nomad Cape eigentlich immer separat in dem Packsack. Das heißt also wie, als wenn ihr den als Poncho benutzen wollt. Und da ist ja eigentlich die Hauptfunktion, wenn es schnell gehen muss. Poncho, zack, das Ding raus, Sack rein, Poncho rüber bei Regenwetter und dann könnt ihr weiterlaufen. Dann gibt es noch eine Sache, die mir bei der Benutzung so aufgefallen ist. Und zwar das Material von dem Nomad Cape. Das ist natürlich wasserdicht, das heißt, man sollte bedenken, das atmet nicht. Wenn ihr da drin liegt, in der Hängematte, in der normalen mit Fallschirmseite, da kommt immer Luft dran, ihr schwitzt nicht so am Rücken. Das ist jetzt hier beim Nomad Cape nicht. Also wenn es richtig heiß ist, über die 30 Grad, und ihr legt euch hier durchgeschwitzt rein, das ist dann praktisch wie so eine Plastikfolie. Das ist, ja, weiß ich nicht, im Sommer nicht ganz so angenehm, aber man kann sich ja auch reinsetzen. Den Vorteil hat es natürlich im Herbst, ihr seid dann windgeschützt, da kommt kein Wind durch. Das ist also wesentlich wärmer hier praktisch in dem Nomad Cape wie in einer normalen Hängematte. Funktion 3. Lagern. Ein kleines Poncho-Shelter als Wind- und Wetterschutz, um sich etwas zu kochen und sich ein wenig auszuruhen.
Funktion 4. Abseilen am Hang mit Seilrückzug. Ihr habt euch verlaufen, seid den falschen Wanderweg nach oben gelaufen und unten seht ihr euren Weg, wo ihr eigentlich rauf müsstet. Dann müsst ihr durch das Gelände wieder alles zurücklaufen. Das ist mir oft passiert. Mit dem Abseilset kann ich das vermeiden. Ich kann mich direkt nach unten abseilen und von unten das Seil wieder auslösen.
Ja, das war die Vorstellung meines neuen Scout-Rucksacks nach Bushcraft Nature Vorgaben sozusagen. Ja, wen das noch genauer im Detail interessiert, wer Gefallen daran gefunden hat an dieser Idee oder das nachmachen möchte, für den gibt es dann noch den Teil 2. Da stelle ich alles ganz genau vor und zeige auch alles, was ich an Ausrüstung benutzt habe, werde das verlinken und so weiter. Okay, ja, dann hoffe ich, euch hat das wieder gefallen. Dann bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.